Es gibt Menschen, die brauchen keine Bühne, keine lauten Worte und keine ständige Aufmerksamkeit. Wenn sie einen Raum betreten, verändert sich etwas, ohne dass sie es darauf anlegen. Es ist ihre Präsenz, ihre Ruhe, ihre Klarheit. Sie wirken nicht einschüchternd, aber man merkt sofort, mit ihnen kann man nicht spielen. Sie hören mehr, als sie sagen, beobachten, wo andere agieren. Und wenn sie reden, hat jedes Wort Gewicht. Diese Menschen nennt man oft Einzelgänger, aber das greift zu kurz. Denn was viele übersehen: Ein Einzelgänger ist nicht einfach jemand, der gerne allein ist. Er ist jemand, der gelernt hat, sich auf sich selbst zu verlassen und dabei etwas in sich entdeckt hat, das viele nie finden. Eine stille Kraft, die niemandem etwas beweisen muss. Dieses Video ist für dich, wenn du dich manchmal anders fühlst. Nicht falsch, aber irgendwie nicht kompatibel mit dem Lärm da draußen. Wenn du lieber in die Tiefe gehst, statt an der Oberfläche zu schwimmen. Wenn du dich oft fragst, warum Nähe manchmal anstrengender ist als Alleinsein. Und wenn du spürst, dass deine größte Stärke vielleicht genau dort liegt, wo andere nur Schwäche vermuten, in deiner Unabhängigkeit, in deinem Rückzug, in deiner stillen Präsenz. In den nächsten Minuten zeige ich dir, was diese innere Stärke wirklich bedeutet. Warum sie nicht egoistisch, sondern ein Zeichen von Reife ist. Und wie du sie nutzen kannst, um ein Leben zu führen, das nicht laut, aber kraftvoll ist. Wenn du bereit bist, tauchen wir jetzt ein in das, was andere oft nicht sehen, aber spüren, wenn du den Raum betrittst. Viele Menschen sehnen sich nach Verbindung, nach Zugehörigkeit, nach dem Gefühl, verstanden zu werden. Und doch gibt es Menschen, für die genau diese Nähe zu viel sein kann. Nicht, weil sie kalt wären, nicht, weil sie keine Liebe empfinden, sondern weil ihre Welt eine andere Sprache spricht, die Sprache der Stille. Einzelgänger fühlen oft früher als andere, wenn ein Gespräch ins Oberflächliche kippt. Sie merken, wenn jemand nicht wirklich präsent ist. Und sie spüren, wenn Worte nur benutzt werden, um Stille zu überbrücken, nicht um etwas Echtes zu sagen. Diese Empfindsamkeit ist eine Gabe, aber sie kann auch zur Last werden. Denn wer so feinfühlig wahrnimmt, was zwischen den Zeilen passiert, der zieht sich irgendwann zurück. Nicht aus Trotz, sondern aus Selbstschutz. Der Rückzug beginnt oft schleichend. Ein Treffen weniger, ein Gespräch kürzer, ein Blick mehr nach innen. Von außen wirkt das auf andere schnell wie Arroganz oder Verschlossenheit. Aber in Wahrheit steckt dahinter eine tiefe Sehnsucht nach Echtheit, nach Resonanz, nach echter Begegnung. Und hier beginnt das eigentliche Problem. Einzelgänger werden häufig missverstanden. Man hält sie für schwierig, kompliziert oder gar beziehungsunfähig. Doch die Wahrheit ist, sie haben einfach gelernt, dass nicht jeder Kontakt nährt und dass Einsamkeit manchmal heilsamer ist als falsche Nähe. In einer Welt, in der Lautstärke oft mit Bedeutung verwechselt wird, gehen leise Menschen unter. Dabei tragen sie das, was wir so dringend brauchen: Klarheit, Präsenz, Tiefe. Wenn du dich in diesen Zeilen wiedererkennst, dann bist du nicht allein. Du bist nur jemand, der gelernt hat, sich selbst zu genügen und der auf echte Verbindung wartet, statt sich mit Lärm zufrieden zu geben. Erstens, Tiefe statt Oberfläche. Einzelgänger sehen, was andere übersehen. Sie hören Zwischentöne, spüren Stimmungen, durchdringen Aussagen. In einer Welt, die oft auf Danophon laut reagiert, sind sie feinfühlige Scanner für das, was wirklich zählt. Sie wollen nicht einfach dazugehören, sie wollen verstehen. Ein Gespräch über das Wetter ist nett. Ein Gespräch über die Seele ist echter. Zweitens, innere Stabilität. Während viele von Meinungen, Trends oder Erwartungen hin und her geworfen werden, bleiben Einzelgänger bei sich. Sie denken nach, bevor sie reden. Sie entscheiden bewusst, nicht impulsiv. Denn sie wissen, jede Entscheidung ist ein Statement darüber, wer sie sein wollen. Diese Haltung macht sie stark, gerade in einer Welt, die täglich schreit: Vergleiche dich, reagiere, entscheide schnell. Drittens, Kreativität durch Rückzug. Große Ideen entstehen selten in Meetings. Sie entstehen in Momenten, in denen niemand etwas von dir will. In stillen Spaziergängen. In Nächten,
in denen du wach liegst und plötzlich Klarheit bekommst. Einzelgänger haben oft genau diesen Raum. Sie erlauben sich, außerhalb des Getriebes zu denken. Sie spinnen, verwerfen, kombinieren neu, weil sie niemandem etwas beweisen müssen. 4. Unabhängigkeit im Denken und Handeln. Einzelgänger sind nicht immun gegen Zweifel, aber sie lassen sich nicht leicht steuern. Sie folgen nicht jedem Trend, sie hinterfragen. Und weil sie nicht in Gruppenvalidierung verstrickt sind, können sie Dinge tun, die andere sich nicht trauen. Sie kündigen Jobs, wenn sie nicht mehr stimmig sind, beenden Beziehungen, wenn sie spüren, dass ihre Seele darunter leidet. Sie wählen nicht das Erwartbare, sondern das, was für sie stimmt. 5. Selektive Tiefe in Beziehungen. Einzelgänger lassen nicht viele Menschen nah an sich heran. Aber die, die es schaffen, spüren. Hier geht es nicht um Show, nicht um Status, sondern um echte Verbindung. Sie schenken ihr Vertrauen nicht leichtfertig, aber wenn sie es tun, dann ganz. Diese Tiefe ist selten geworden und gerade deshalb so kostbar. Und trotzdem, diese Stärken sieht man von außen oft nicht. Einzelgänger wirken ruhig und werden unterschätzt. Sie wirken reserviert und gelten als unnahbar. Aber in Wahrheit sind sie oft die stillen Fixpunkte in einer Welt voller Lärm. Sie beobachten, sie verstehen. Und sie handeln, wenn der Moment wirklich zählt. Denn die wahre Macht liegt nicht im Lautsein. Sie liegt in der Fähigkeit, bewusst zu sein. Und das ist eine Fähigkeit, die nicht viele besitzen. Vielleicht fühlst du dich manchmal falsch. Zu ruhig, zu empfindsam, zu unabhängig. Doch genau das sind die Eigenschaften, die dich besonders machen, in einer Welt, die oft laut, hektisch und oberflächlich ist. Was du brauchst, ist kein anderes Leben, sondern ein Rahmen, in dem du deine Stärken bewusst leben kannst. Hier ein paar Impulse, die dich dabei unterstützen können. Schaffe dir stille Räume, nicht irgendwann, sondern regelmäßig. Ein fester Abend ohne Bildschirm. Ein Spaziergang ohne Ziel. Stille ist kein Luxus, sie ist dein Nährboden. Sag öfter Nein, nicht aus Trotz, sondern aus Respekt vor deiner Energie. Du bist nicht hier, um dich zu verausgaben, sondern um in deiner Kraft zu bleiben. Schreibe deine Gedanken auf. Du trägst so viele Einsichten in dir, aber sie verpuffen, wenn du sie nicht festhältst. Ein Journal, ein digitales Notizbuch, eine Sprachnachricht an dich selbst. Mach dein Inneres sichtbar. Wähle deine Beziehungen bewusst. Du brauchst nicht viele Menschen, nur ehrliche. Vertraue deiner inneren Stimme. Du hast ein Gespür, das dich sicher führt. Lass dich nicht von der Lautstärke anderer davon abbringen. Wenn du dich in vielem wiedererkennst, dann liegt das nicht daran, dass du anders bist, sondern daran, dass du begonnen hast, dich selbst zu erkennen. Ein Einzelgänger zu sein bedeutet nicht, allein zu sein. Es bedeutet, sich selbst genug zu sein und von dort aus echte Verbindung zu wählen. In einer Welt, die sich über Lautstärke definiert, ist deine Stille ein Statement, deine Tiefe eine Kraft, dein Rückzug eine Entscheidung. Nicht alle werden das verstehen und das müssen sie auch nicht. Wichtig ist nur, du verstehst es. Wenn dir dieses Video etwas gegeben hat, vielleicht einen Gedanken, vielleicht ein Gefühl von innerer Ruhe, dann teile es mit jemandem, der es auch hören sollte. Abonniere gern den Kanal für mehr psychologische Einsichten, die dich stärken, nicht verändern. Und schreib mir in die Kommentare, was bedeutet stille Stärke für dich?